Guten Morgen. Ich habe gut geschlafen und es ist ganz schön windig draußen. So, jetzt kommt der letzte Tag und dann sind wir in Edinburgh. Hoffe mal, dass der Wind in meine Richtung geht. Schaut mal, was ich für ein gutes Frühstück bekomme. Bye. Ja, ich habe richtig Glück mit den beiden. Ganz super nett. Es ist richtig viel Gegenwind gerade. Berghoch bei Gegenwind ist immer ein bisschen fies. Schau ich mal hier den Radweg an, da komme ich mit Dinger überhaupt nicht durch. So, wir gucken uns mal den Innenstadt an. Eine kleine Detour. Ist hier schon ordentlich was los. Jetzt ist mir gerade die Fahrradflasche vom Fahrrad gefallen, aber die Frau hat angehalten, bis ich sie holen konnte. Gott, es ist so anstrengend. Es sind so viele Berge, so viel Wind. Ich bin auch langsam echt kaputt. Die letzten 5 Tage waren ja 100 Kilometer Tage. Das schlaucht ganz schön. Rasen, wenn ihr doch ein bisschen zu groß. Fahren wir mal hier, Bürgersteig. Geht jetzt in die falsche Richtung? Wo muss ich jetzt hin? Nee, ich will runter. Okay, hoffen wir mal, dass das passt. Obwohl wir hier auf einer offiziellen Radroute sind, die 75, haben die Autos 2 Spuren. Die Autos haben sogar noch Parkplätze und es gibt keinen Radstreifen. Das ist schon sehr autodominierend. Trotzdem, obwohl es nur eine und wie viel 5 offiziellen Radstrecken ist in Schottland. Da muss noch einiges nachgebessert werden. Radroute 775 ist es. Das ist einer der letzten Anstiege, aber der ist ganz schön steil. Und dann kommt noch einer und dann ist alles relativ, naja, hügelig. Aber der ist schon ziemlich groß. Fast oben, aber da noch ein bisschen. Richtig cycling-friendly ist die nicht. Sieht man, heute die Schnellstraße, die komplett alles schön flach hat. Und wir müssen uns hier außenrum den Berg hochquälen. Ich glaube, jetzt schon der nächste Anstieg. Kilometer müssen wir den Akku schon wechseln. Das ist echt ganz schön hügelig ist heute. Das Gute ist allerdings, dass ich glaube, wir haben ja bisher noch gar keinen Regen gehabt heute, aber es ist trotzdem alles relativ nass, dass wir bisher im Regen ganz gut weggefahren sind. Wir haben jetzt den nächsten Anstieg vor uns. Okay, der nächste finale Anstieg für heute. Ich meine, es gibt immer noch kleinere, aber das ist der fetteste. Oh, ist das windig! Also meine App sagt mit 30 Stundenkilometer Wind. Die Natur als Abfallort benutzt wird. Oh Mann. Eine Bergunterfahrt
Und jetzt muss ich hier rein. Es ist so versperrt, dass ich eine richtige Runde drehen musste. Anna hat sich gerade gemeldet. Das ist die Frau, bei der ich in Edinburgh schlafen kann. Das ist eine Arbeitskollegin von einer Freundin oder so. Auf jeden Fall hat sie schon gesagt, dass sie mir entgegenkommt in einer Stunde, um mir zu helfen bei der Endnavigation, was natürlich auch ganz nett ist, weil dann muss ich den Rest nicht alleine beradeln. Ich passe. Und da waren die Flaschen schon wieder rausgefallen. Sieht ja auch schon alles ein bisschen wackelig aus, aber eigentlich sitzt das gut. Außer das Ding hier vielleicht. So. Okay. Ja, das Netz wird auch langsam ein bisschen locker. Wow, was ist denn das für eine gigantische Brücke? Wahnsinn! Passiert ist. Ich habe ja Zuri durch die Stadt laufen lassen. Ich bin teilweise so überrascht von ihr. Bei einem Auto, bei einer Kreuzung, wollte sie mir auf die Straße folgen. Und habe ich gesagt, einfach nur Nein gesagt. Auf der Stelle ist sie wirklich umgekehrt und ist noch auf dem Bürgersteig. Und das waren wirklich Zentimeter. Das ist wirklich so, das ist krass. Also, wie wirklich glasklar sie auf Befehle reagiert. Das ist schon echt Gold wert. Wow, jetzt haben wir einen Radweg auf der Autobahn. Okay. Hoffen wir mal, dass damit die andere Seite gemeint ist. Also das ist eine ganz, ganz berühmte Brücke. Die ist 130 Jahre alt. Die rote Brücke. Das ist wahrscheinlich die Zugbrücke, würde ich schätzen. Und da scheint die Autobrücke zu sein, die ich aber auch sehr imposant finde. Das ist schon eine gigantische Brücke. Road or Pedestrian Subway. Also darunter können wir nicht. Hier runter? Echt? Mal probieren. Wow, das ist die Brücke, wo wir drüber gefahren sind. Das ist so ein schöner Fotoplatz. Wir müssen noch 16 Kilometer und 6 Restkilometer. Das heißt, wir werden jetzt hier irgendwo noch mal einen Pub aufsuchen und noch mal was trinken und für eine Viertelstunde laden. Das ist krass, das ist echt schon der Akku leer ist heute nach 90 Kilometern. Und gestern hat er für 120 gehalten. Das ist auch schon deutlich hügeliger heute. Ich hätte natürlich beide Akkus. Ich habe ja 2 mal 500 Watt Akkus mit. Das ist Hannah. Sie hat uns ungefähr eine halbe Stunde vor Edinburgh abgeholt und zu sich nach Hause geführt. Man mag es kaum glauben, aber wir haben jetzt schon fast 3 Uhr. Oh, es war so gut, den ganzen Morgen einfach nur zu chillen und nichts zu tun. Das heißt nichts zu tun, ich habe ein bisschen ein paar Sachen gelesen, wir haben gut gegessen. Hannah musste den ganzen Tag leider arbeiten. Wir hatten aber kurz Besuch von einer Freundin, die richtig leckeres mexikanisches Chili gekocht hat. Und ja, jetzt werden wir die Zeit nutzen und uns Edinburgh angucken. Und dann so gegen 6 stößt Hannah dann zu uns und wir machen noch irgendwas am Abend zusammen. Ich bin schon ganz gespannt, wie die Stadt aussieht. Oh, das ist beeindruckend. Wow. Schaut mal, sogar Edinburgh hat einen Kanal. Ich bin schon überrascht, mir war das überhaupt nicht klar, dass England so viele Kanäle hat in Schottland. Wir waren gerade in Evans Cycles. Das ist genau die mir in Glasgow die Bremsbeläge gewechselt haben. Weil ich habe dieses Mal ja ein bisschen mehr mitgedacht und habe mir Inner Tubes, also Ersatzschläuche. Genau, ich habe diesmal ein bisschen mitgedacht, habe mir Ersatzschläuche mitgenommen. Dann habe ich aber leider gemerkt, dass was man auch mitnehmen sollte, ist nämlich Öl für die Kette. Es ging auf der anderen Reise easy. Das heißt, es ist ab und zu in einem Fahrradgeschäft geölt worden.
Aber hier hat es so viel geregnet, es quietscht die ganze Zeit, obwohl ich jetzt schon 2 andere Leute gefragt habe, ob die Öl drauf machen können. Von daher, ja, auf jeden Fall auch Kettenöl mitnehmen. Es ist tatsächlich immer praktisch, Leute zu kennen. Die eine Mitbewohnerin von Hannah arbeitet hier in einem Hilton-Hotel, 4-Sterne-Hotel, und die geben jedem Gast Cookies. Sie hat gesagt, wenn ich heute bei ihr vorbeikomme, kriege ich auch einen. Tada! Jetzt habe ich einen Cookie bekommen und eine Karte von Edinburgh. Zuri hat Chicken bekommen und jetzt sind wir bereit für die Tour. Das ist bei einem der Hauptattraktionen von Edinburgh und das ist der Grassmarket mit dem Schloss. Das sieht doch wirklich schön aus hier. Der Grassmarket ist eines der lebendigsten Viertel der Stadt. Früher war es nicht nur ein Marktplatz, sondern tatsächlich auch der Platz, wo die öffentlichen Hinrichtungen stattgefunden haben. Aber heute ist das Gott sei Dank das komplette Gegenteil. Es gibt super viele Pubs, Restaurants und Geschäfte. Was in England sehr interessant ist und Schottland, was ganz anders ist als in Deutschland, ist, dass es ein Recycling-Mülleimer gibt. Und der hat alle. Der hat Dosen, der hat Plastik, der hat Papier. Es gibt aber keinen gelben Sack, weil die ganzen anderen Plastiksachen, die kommen in den ganz normalen Haus, also in den, was ist das, die schwarze Tonne. Schaut mal, das sieht aus wie eins der Harry Potter Geschäfte, Zauberladen. Ja, und tatsächlich hat J.K. Rowling die Harry Potter Bücher in Edinburgh geschrieben. Und die Victoria-Gasse hier, wo der Zauberladen ist, die soll Inspiration für die Winkelgasse gewesen sein. Das, was hier aussieht wie eine Kirche, ist The Hub. Die Kirche wurde 1979 geschlossen und ist jetzt ein Veranstaltungsort mit Café und Restaurant. Oh, was haben wir denn hier? Ein Dudelsackspieler. Das ist das Schloss von Edinburgh. Gucken wir uns mal die Aussicht an. Naja, die Aussicht hier ist nicht so besonders. Schauen wir mal, was wir noch so finden. Zuri macht wieder neue Freunde, wie immer. Schon fast spannender zu gucken, wie Zuri mit den Leuten interagiert, als sich die Gebäude anzugucken. Die St. Giles Cathedral ist die Hauptkirche der Church of Scotland. Man vermutet, dass sie um 1120 erbaut wurde. Es scheint mir, dass in Edinburgh immer was los ist. Auf der einen Seite gibt es Zaubertricks, auf der anderen Seite gibt es Musikperformances. Vom Calton Hill hat man einen guten Überblick über die Stadt. Mit seinen 103 Metern ist es die markanteste Erhebung in Edinburgh. Da hinten in weiter Ferne ist die rote Brücke, wo wir drüber gekommen sind. Also da hinten sind wir hergekommen, über das Meer. Schon interessant, hier wirkt das so, als ob die Leute viel mehr Platz hätten als in Glasgow. Da waren die alle ganz schön zentriert, immer bei den grünen Plätzen. Dieses Pantheon-Replika ist das National Monument of Scotland und wurde zu Gedenken an schottische Soldaten und Seeleute, die während der napoleonischen Kriege ums Leben kamen, errichtet. Ich habe die richtige Bank für eine Pause gefunden. Und jetzt kann ich auch noch die Cracker essen, die Silvia mir aus Aberdeen mitgegeben hat. Das ist der höchste Berg der Stadt, da kann man noch hochlaufen. Aber mir tun meine Beine heute wirklich richtig weh. Ich habe so Muskelkater. Ich weiß gar nicht, ob es Muskelkater ist. Auf jeden Fall sind sie erschöpft von den letzten Tagen. Da habe ich noch nicht entschieden, ob wir da wirklich hochgehen. Gehen wir erstmal wieder hier runter. Schaut mal, wir sind in so einer ganz kleinen Hintergasse und was hier alles ist. BBC Schottland, Vattenfall, Europäisches Parlament, WWF, BBC Scotland. Krass, völlig versteckt. Was ich euch noch gar nicht erzählt habe, ist, dass die Freundin von der Hannah, die heute zu Besuch kam, die kommt aus Südtirol, das heißt, sie spricht auch Deutsch. Das war also ganz merkwürdig, wieder Deutsch zu sprechen. Und dann hat sich auch noch rausgestellt, dass sie zur gleichen Zeit in der Uni Kassel gearbeitet hat wie ich. Also man trifft sich in Edinburgh und war auch zur gleichen Zeit in der gleichen Stadt. Das ist schon irgendwie auch immer interessant, weil Uni Kassel ja eigentlich nicht so groß ist und Kassel ja auch eigentlich nicht ein Ort ist, den man unbedingt kennt in Deutschland. So, wir sind jetzt vor dem Arthur's Hill. Wir gucken einfach mal, wie hoch wir laufen wollen. Weil der ist schon gar nicht so unhoch. Gymnastikklasse. Arthur's Seat ist ein erstarrter Lavadom, also vulkanischen Ursprungs. Hier war gerade Polizei. Die sahen ganz schön schwer bewaffnet aus. Die ziehen gerade ab. Keine Ahnung, was die hier gesucht haben. Schon immer ganz interessant, weil der Polizist ein ganzes Stück hinter mir hergelaufen und da hat man schon immer das Gefühl, man hat selbst irgendwas verbrochen. Sind die hier an der Leine bleiben? Oder darf man diesen Weg vielleicht nicht hochlaufen? Da gehen einem ja echt alle Gedanken durch den Kopf. Sieht zwar nicht steil aus, ist aber trotzdem anstrengend. Wir haben auch ein ganz schönes Stückchen schon geschafft. Gucken, wie hoch es noch ist. Hannah hat sich gerade gemeldet, dass sie in 10 Minuten unten am Berg ist. Und da denke ich, das letzte Stückchen da nicht unbedingt noch hochlaufen müssen. Ich glaube, wir haben schon eine ganz gute Höhe erreicht. Ah, da ist der See, von dem Hannah gesprochen hat. Ja, schön. Guckt euch den Berg da hinten an. Da
Da hinten sieht man übrigens die rote Brücke und auch die Brücke, wo wir rübergefahren sind, das blinkt da hinten. Diesen Berg hier finde ich eigentlich auch ganz schön, den grünen. Wir sind gleich wieder unten und da hinten sehe ich schon Hannah im Gras sitzt mit ihrem Fahrrad. In der allerletzten Folge unseres Schottlands-Abenteuers fahren wir an einem traumhaften Tag an den Stränden von Südschottland vorbei. Auch in unserer letzten Nacht haben wir nochmal traumhaften Meerblick. Wir entdecken per Zufall die imposante Burg Bamberg und dann erleben wir noch das Abenteuer Zugfahren. Bis zum nächsten Video.